In Teil 3 unserer Serie Build a Business kümmern wir uns heute darum, welche Produkte wir für unsere ersten Bilder kaufen und wie wir das Ganze dann am Computer zusammenstellen. Ne? Und ich verspreche dir, das ist gar nicht so schwer. Wir gehen jetzt an den Rechner und ich zeige dir einmal, was ich mir ausgesucht habe und schauen uns die Materialien einmal an und lassen uns schon mal inspirieren, was wir damit machen können. Ich hatte dir ja im letzten Video 2 verschiedene Shops gezeigt. Es gibt natürlich unendlich viele im Internet, klar. Ich habe dir jetzt einmal Design Cuts gezeigt und einmal Creative Market, wo du diese Produkte finden kannst. Ich habe jetzt einmal bei Design Cuts habe ich ein Mock-up-Set gekauft. Das nennt sich Coastal Interior Frames Walls. Ja, und hier sind wirklich richtig schöne Sachen drin. Also ich scrolle mal einmal hier runter. Und du siehst schon, was hier alles so drin ist, nämlich hier der Dreiteiler mit dem Sofa, das ist ja wohl dieser Klassiker. Und das Ganze noch in verschiedenen Formen, Größen, Farben, was auch immer. Hier nochmal im Flur über einem kleinen Tischchen oder hier beim Esstisch, ja. Also über dem Bett geht das Ganze auch noch. Also richtig schöne Sachen, wo wir unsere eigenen Wallart oder Prints reinhängen können. Die Frage ist natürlich, wie machen wir das jetzt? Ne? Und vor allen Dingen brauchen wir natürlich auch erst einmal die Drucke, die wir dafür erstellen. Also, das war das erste. Jetzt habe ich hier Watercolor Backgrounds. Ne? Ich scroll auch mal hier runter. Die passen irgendwie so ein bisschen, ne, weil die diesen Blauton haben. Die sind sehr schön, finde ich, weil die einmal Watercolor sind und einmal mit diesen Spritzern drauf und gleichzeitig mit Sternchen drauf. Muss man aber nicht nehmen, weil es gibt die auch ganz ohne. Und ja, mal ist es ganz gefüllt und mal sind hier nur am Rande so ein paar. Also ja, du siehst schon, es ist ein ganz eigener Stil. Es lehnt sich nur an die Idee von diesen Art Prints an, aber es ist ein ganz eigener Stil und das ist auch unglaublich wichtig, ne, dass du deinen eigenen Stil entwickelst. Ja. Ich zeige dir die gleich mal im Detail. Jetzt nur mal einmal kurz die Übersicht, was wir hier als Produkte nutzen wollen. Und dann habe ich noch einmal die Botanical Illustrations. Hier sind 50 Stück drin, ne, kleine, einfach kleine Blümchen, die man auch wieder auf verschiedene Arten nutzen kann. Und die ich natürlich auch verschieden zusammenstellen kann. Ja, das ist das Schöne daran. Also ich kann wahrscheinlich sehr viel mehr als 50 Bilder damit machen, aber wir schauen erstmal. Wir fangen erstmal irgendwo an. Ich scroll hier nur einmal durch, was hier so für Inspirationen gegeben wurden. Da kannst du schon sehen, hier sind Kränze und ja, wie auch immer. Wir starten jetzt Photoshop und dann schaust du dir einmal an, wie ich so ein Artprint erstelle. Okay, ich habe mir jetzt hier einen Materialordner angelegt und hier kannst du schon sehen, dass dieser Frames and Walls, ja, da sind diese ganzen Mockups drin, die wir gleich brauchen werden. Ich gehe mal einmal ganz schnell hier durch, damit du siehst, was hier so drin ist. Aber das sind alles nur die JPEGs. Es gibt natürlich auch immer bearbeitbare Dateien und die schauen wir uns gleich an. Ich hoffe, ich habe die auch runtergeladen, weil, ja, hier, es gibt hier 3 Ordner. Und 3 Ordner, jeder hat 1 Gigabyte, das dauert ein bisschen, aber wir kommen jetzt erstmal mit dem hier so klar, was wir hier haben und können die dafür nutzen. Aber als allererstes brauchen wir ja mal die Materialien. Dafür nehmen wir die Watercolor Backgrounds. Hier sind jetzt Watercolor Backgrounds with Splashes and Stars. Ja, also hier sind die Spritzer und die Sternchen drauf. Ich scroll einfach nur durch. Ich glaube, wir werden jetzt einmal mit einem ganz neutralen anfangen. Ne? Wenn du den nämlich jetzt nicht kaufen möchtest, dieses Paket, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass du keine Spritzer und Sternchen da drauf hast. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal einfach nur Watercolor ohne irgendwas drauf. Ja? Mal gucken, wie das hier organisiert. Genau. Ich nehme jetzt mal gleich das erste und ziehe mir das hier in Photoshop rein. So, jetzt mache ich mal Command-Alt-I und du kannst sehen, wie groß das Ganze hier ist. Ich mache das jetzt auch von Zentimeter in Pixel und du kannst schon erkennen, 3375 Pixel, das ist natürlich ziemlich groß. Ne? Wir brauchen das in A4, können die Leute das zu Hause drucken. Also es wäre schon mal eine prima Größe, wenn wir A4 hätten. Ne? Man soll natürlich noch andere Größen nehmen, das hast du ja bereits in der Beschreibung des Produkts gesehen, aber wir starten jetzt einfach mal mit A4. Also gehe ich mal hier auf Abbrechen und mache Command N oder Datei neu
gehe hier auf Datei neu und erstelle mir hier ein A4-Dokument. Wenn du das hier nicht siehst und da zuletzt verwende, dann ist es auf jeden Fall hier unter Druck zu finden. Hier sind die ganzen verschiedenen Größen zu finden und einfach draufklicken und erstellen. Wichtig ist, dass du hier 300 Pixel pro Zoll anwählst und ja, weißen Hintergrund ist jetzt auch nicht schlecht, ist zwar nicht so ganz wichtig, aber wichtig sind die 300 Pixel pro Zoll, weil das die Standarddruckgröße ist, ne? Also, dass wir auch eine schöne Auflösung haben. Deswegen erstelle ich das Dokument jetzt einmal. Und natürlich, wenn wir das hier verwenden, sollte das auch 300 dpi sein. Also nochmal Command-Alt-I zum Überprüfen. Aber du siehst schon, das ist natürlich auch 300 dpi. Was jetzt interessant ist, ich kann ja einen Teil von diesem Dokument, wenn ich das jetzt einfach hier drauf ziehe, dann siehst du schon, naja, das passt logischerweise nicht, ne? Also, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. In dem Fall kann ich das hier ein wenig größer ziehen oder aber ich schneide mir das gleich richtig. Völlig egal, ganz wie du das möchtest. Ich mache es jetzt mal in dem Fall einfach ein bisschen größer. Ich mache jetzt Command-T und ziehe mir das ein bisschen hier rein. Du musst hier aufpassen, wenn du von einem ganz kleinen Dokument auf ein ganz, ganz großes gehst, wird das nicht funktionieren, das wird unscharf werden. Wenn wir das ein bisschen vergrößern, dann schafft Photoshop das zu interpolieren und dann können wir das noch in dieser Größe verwenden. Deswegen bitte unbedingt darauf achten, dass die Dateien groß genug sind. Jetzt wähle ich hier einen Teil aus und du siehst, selbst hier können wir einmal diesen Teil auswählen, wir können diesen Teil auswählen. Und ja, in neuen Dokumenten können wir noch viel mehr auswählen. Also ja, hier nehme ich jetzt erstmal diesen Teil. Da ist nicht so viel drauf. Ja, das in dem Fall finde ich das sehr schön, weil erstmal eher so ein Gefühl dafür kriegen, ne, ob das Ganze überhaupt funktioniert mit diesen Dateien, die ich jetzt hier habe. Und dann mache ich mal das hier zu. Und so würde mein Druck aussehen. Ne? Das wäre der erste Druck. Jetzt könnte ich natürlich noch hingehen und einen zweiten auch noch machen. Zeige ich dir auch, wie das geht, dass wir gleich direkt zwei Bilder nebeneinander haben. Also, Datei neu. Ich mache wieder ein A4-Dokument und dann ziehe ich dieses Teil hier einmal rüber. Ich halte die Shift-Taste gedrückt und ziehe das hier rüber. Jetzt ist das genauso drin, wie es... Ja, ich habe jetzt einmal Command-Z gemacht. Irgendwas ist jetzt hier schief gegangen. Also ziehen wir das nochmal rüber hier. So, jetzt haben wir beide gleich. Und jetzt nehme ich hier einfach nochmal einen anderen Bereich von dem Bild, diesen Bereich. Und du siehst, passt das sehr schön nebeneinander. Ne? Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast das an der Wand, dann passt das sehr, sehr schön nebeneinander. Vom Prinzip her könntest du an dieser Stelle aufhören. Ne? Du hast einfach zwei Watercolor-Backgrounds, die an der Wand hängen. Oh, sieht auch schön aus. Ne? Natürlich, wir wollen jetzt hier noch Line Art einbringen. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal zurück in meinen Ordner und gucke jetzt hier, was ich noch habe. Ich hatte mir ja noch ein paar Sachen, diese Botanicals hier rausgesucht. Ja, und nehme jetzt einfach mal davon etwas und ziehe das hier rein. Ist das jetzt auch der richtige Ordner, den ich hier habe? Nein. Also ziehe ich den nochmal hier rein. Ja, okay. Jetzt habe ich hier AI, EPS und PNG. AI ist für Illustrator. EPS ebenfalls. Jetzt, ich gehe in den PNG-Ordner. Deswegen nehme ich den jetzt und nehme diese Dokumente hier einmal. Ich nehme mal jetzt einfach gleich dieses hier. Ziehe mir das erstmal hier rein. Ich ziehe das nicht in irgendein Dokument, sondern einfach öffne ich das mal und ziehe das dann in ein Dokument. Und du siehst schon, was es ist. Es ist ziemlich klein hier. Ja? Also vielleicht nicht ideal dafür geeignet, weil wie gesagt, wenn ich ein PNG sehr groß ziehe, passiert genau das, es wird unscharf, ja? Weil es eine Pixeldatei ist. Also lösche ich das jetzt hier nochmal. Und kann jetzt zwei Dinge machen. Entweder was anderes auswählen oder einfach eine Datei für Illustrator oder eben EPS nehmen. So habe ich dann einfach ja, die richtige, kann ich das in die Größe skalieren, die ich für richtig halte. Ja? Also machen wir das einmal da und ich ziehe das rein. Da sieht man schon, ja, sehr viel größer. Ne? Also perfekt, nehmen wir das und ich mache das hier einmal. Passt das ein wenig an. Jetzt ist die Frage, was möchtest du? Ist wirklich jetzt komplett up to you, was dir gefällt für dein Business. Ja, und ich stelle jetzt hier einfach mal nur irgendwas zusammen. Also hier kommt ein Blatt rein und da unten kommt noch was rein.
Speichern möchte ich das nicht, weil ich meine Originaldateien natürlich immer erhalten möchte. Jetzt sind sie hier nochmal komplett dieselben Dateien, nur viel größer. Ich wollte jetzt mal diese Pusteblume finden, die wir eben hatten. Ja, die können wir doch schon nehmen. Ziehe das wieder hier rein, einfach linke Maustaste gedrückt halten, in Photoshop reinziehen. Du siehst hier schon, dass das sehr viel größer ist und klicke das auf. Jetzt ist aber noch eine andere Datei als die ich haben wollte. Also werde ich noch mal einmal gucken. Ja, aber du siehst schon die Idee, die dahinter steckt. Es ist gar kein Problem, diese Bilder hier reinzuziehen. Und im Prinzip ist das deine ganze Arbeit, ne? Also du ziehst verschiedene Illustrationen hier rein, ordnest das hübsch an und dann ist das im Prinzip dein Produkt, zumindest in A4. Da müssen wir es natürlich noch in verschiedene andere Größen bekommen, aber vom Prinzip her ist das erstmal dein Produkt. Wir machen noch das zweite auch noch fertig, weil wir brauchen das ja für unsere Mockups. Ich scroll jetzt hier einfach noch mal einmal. Ja, nehmen wir das einmal. Das sieht hübsch aus. Ziehe ich auch wieder hier rein. Und mache das zu. Mit Command T kann ich wieder die Größe verändern. Jo, vielleicht nehme ich das direkt die 14. Aber wir können ja noch mal durchscrollen, was uns hier noch gefällt. Das hier gefällt mir zum Beispiel auch, also nehmen wir einfach mal das. Selbe Prinzip, ich ziehe es wieder hier rein. Und jetzt ist die Frage, wo möchte ich das anordnen? Ich schließe das nochmal eben hier, natürlich nicht speichern. Und mit Command T kann ich das hier wieder verkleinern. Und natürlich kann ich das auch duplizieren und noch einen so einen Zweig hier reingeben. Das mache ich jetzt mit Command J. Ich muss nur darauf achten, dass ich auf der richtigen Ebene bin. Dann habe ich das dupliziert und habe noch so ein. Und drehe den noch mal ein bisschen hier um. Man kann das natürlich komplett anders machen, ne? Ganz andere Bilder nehmen, egal. Das bleibt alles dir überlassen. Also was du schön findest, ne? Ich zum Beispiel finde es jetzt nicht so ganz so gelungen, dass das so groß ist. Ich hätte das gerne ein bisschen kleiner. Ja. Okay, das wäre jetzt mal ein erstes kleines Produkt, ja. Jetzt müssen wir das Ganze noch in einen Mockup bekommen und dann haben wir im Prinzip schon ein erstes Produkt in einer ersten Größe erstellt. Ja, das ist ganz nett, aber eine Größe wird wahrscheinlich deine Kunden nicht glücklich machen, weil der eine braucht es größer, der andere kleiner. Deswegen sollten wir das noch in verschiedenen Größen abspeichern. Und genau das machen wir im nächsten Teil unserer Serie. Wir werden noch eine andere Größe erstellen und dasselbe, was wir jetzt haben, einfach darüber ziehen und anpassen. Und dann nutzen wir auch noch mal ein Mockup und packen das Ganze da rein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss auch nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.